Pelz im Wert von rund 6.000 € für diese Babys ganz normal. Wenn ich mir ein Haute Couture Kleid für mich kaufe, warum nicht für die Kleinen? Eben, Edelmarken bis unters Dach. Jean-Paul Gaultier, Dolce Gabbana, Dior, Gucci. Und ein heißer Ferrari unter dem zarten Babypopo. Die Kinder, die lieben es, im Ferrari zu fahren, weil der brummt so schön. Ja, da können Lana und Vana nur strahlen. Sie sind die Luxusbabys. Die Babys Vana und Lana sind schon jetzt echte Jetsetter. 6 Monate im Jahr leben die Kleinen in Monte Carlo, die restliche Zeit in ihrer Residenz in Wien. Die Familie ist sehr wohlhabend. Der Vater ist Eigentümer einer Reederei, die Mutter Ivana, erfolgreiche Moderatorin und Model. 2002 konnte sich die gebürtige Innsbruckerin den Titel Best Model in the World Swimsuit sichern. Besuche in Luxusrestaurants oder Ausflüge im Helikopter gehören für die Babys deswegen zum Alltag. Hallo und herzlich willkommen. Heute besuchen wir die Familie in ihrem Zweitwohnsitz in Wien. 360 Quadratmeter Wohnfläche in bester Lage, Luxus, soweit das Auge reicht und Kunstgegenstände, die zusammen mehrere Millionen Euro wert sind. Picasso, Warhol oder Miro, selbstverständlich alles Originale. Als sie noch ganz klein war, sind wir dann durch die Wohnung herumspaziert und wir haben gesehen, sie dreht sich immer nach den Bildern um. Und wir haben versucht, die Milch vor den Bildern zu geben. Das geht. Solange sie vor einem Bild ist, trinkt sie auch ganz brav ihre Milch. Also das hat sie wohl vom Papa geerbt. Exklusiv sind auch die Badezimmer. Das ist ein Swarovski Concept Bathroom. Das heißt, es wurden nur einige wenige Stücke produziert, in der Welt verteilt. Damit wollte man dann größer in Produktion gehen, aber der Wert war ziemlich hoch und es ist bei diesen Konzeptteilen geblieben und wir sind glücklich, dass wir eines der ganz, ganz wenigen Exemplare weltweit haben. Gesamtpreis rund 250.000 € und Babyplanschen in einer besonderen Badewanne wert 15.000 €. Die Badewanne, die ist von Cavalli. Wurde speziell für die Kleinen gekauft, als sie noch in Mamas Bauch waren und die wird auch ausschließlich von Lana und Vana zum Planschen benutzt. Und natürlich krabbeln Luxusbabys nicht in normalen Stramplern durchs Leben, da muss schon die Luxusausführung her. Ivana zeigt uns den Kleiderschrank. Das ist zum Beispiel ein kleiner Wiener Teil, der hier ist. Gucci, Baby Dior, Dior. Burberry's, Dolce Gabbana, Baby Dior. Die Ferrari-Kappen, wenn sie im Ferrari sitzen, gleich passend dazu. Dolce Gabbana als Bauchtragetasche. Luxusbabys lieben Marken. Gucci-Kappe, dann hier die Pelzkäppchen. Aber mal ehrlich, ist so ein Designwahnsinn für Babys überhaupt nötig? Den Babys ist das ganz egal, ob die jetzt Baby Dior, Gucci oder irgendeine anderen Namen tragen. Die Kinder sind deswegen keinesfalls glücklicher. Wir kaufen das einfach, weil die Kleinen unser großer, unerfüllter Traum, unser größter Wunsch waren. Und wir genießen es, sie jetzt einfach wie kleine Prinzessinnen zu verwöhnen. Aber auch Mama Ivana stylt sich gerne auf und geht nie ohne High Heels aus dem Haus. Es gibt natürlich Mamas auf High Heels. Victoria Beckham, sie ist das beste Paradebeispiel hierfür. Alles nur eine Frage der Übung. Ich habe viele Jahre auf dem Laufsteg auf High Heels verbracht, deswegen geht das gut. Und sogar die Möbel werden kinderwagenfreundlich aufgestellt. So lässt sich doch gleich viel bequemer durch das Luxusappartement cruisen. Erst seit kurzem ist die Familie hier eingezogen, deswegen sind die Kinderzimmer noch nicht fertiggestellt. Und es gibt Krabbelspaß auf den Designer-Sofas. Zum Shoppen fahren die Kleinen im nagelneuen Ferrari. Zugegeben, das klingt komisch. Der Wagen hat aber für Babys tatsächlich Vorteile. Das Auto ist ein Geschenk von meinem Gatten. Als ich schwanger war, durfte ich mir etwas aussuchen, einen Familienwagen. Ich habe mir dann den schönen Ferrari 612er ausgesucht, weil das ist ein Viersitzer. Und er hat gesagt, bist du dir sicher, dass dieses Auto als Familienwagen geeignet ist? Ich war fest davon überzeugt, hat er gesagt, okay, aber dann fahren die Kinder mit diesem Auto herum. Und das war ein Volltreffer, weil die Kinder, die lieben es, im Ferrari zu fahren, weil der brummt so schön und dann schlafen sie besonders gut ein. Also der Viersitzer Ferrari ist ein gutes Familienauto. So entspannt will Ivana heute mit den Kleinen zum Shoppen gehen. Vor allem zur kalten Jahreszeit brauchen die Babys viel Wärme. Deswegen will Ivana heute in einem Pelzgeschäft Nerzmäntelchen bestellen. Doesn't need to hear
Was könnten wir bei den Kleinen machen? Also ich hätte schon etwas mit Stulpe, damit die Ärmel dann auch ein bisschen länger werden können, dass sie es zumindest 2 Jahre tragen können. Damit es ein bisschen funktional ist. Genau. Ich würde es auch nicht zu knapp machen, dass das Ganze ein bisschen mitwächst quasi. Genau das so ist es. Ja. Und natürlich soll es auch zu Mamas Pelz passen. Einer meiner Lieblingsnerze ist auch dieser graue Sagernerz. Das heißt, ich hätte da gern irgendeine Variante, dass die auch immer zu mir passen. Also das sind die 2 Pelzvarianten, die ich persönlich am liebsten trage. Und ich mag ja Partnerlook mit meinen kleinen Prinzessinnen gerne. Wir haben schon die verrücktesten Sachen gehabt. Wir haben schon einen Rolls-Royce in der Innenausstattung aus Nerz gemacht. Wir haben ganz oft diese Babysäcke, wo die Kinder wegen sind, machen wir oft mit Innenfell. Ich habe schon Hundemäntel gemacht, ich habe schon die skurrilsten Dinge gemacht. Also Kinder sind da eigentlich noch so ziemlich das Normalste, was wir haben an Kunden. Und weiter geht der Shopping-Marathon. In einer Nobel-Baby-Boutique will Ivana sich nach den neuesten Babytrends erkundigen. Die Dior-Kollektionen mögen wir so gerne, weil das alles so prinzessinnenhaft ist. Es gibt so viele Rüschen, so schöne Farben. Aber sonst mag ich generell sehr gerne rosa Sachen. Ich finde Mädchen, rosa Prinzessin, das passt einfach. Auch heute tragen die Zwillinge ein Outfit aus der aktuellen Baby-Dior-Kollektion. Mit Overall, Strampler und Mützchen haben die Outfits der Zwillinge einen Gesamtwert von über 1.500 €. Es gibt aber auch Haute Couture von Baby Dior. Da gibt es Kleider, die es in nur wenigen Dior-Boutiquen gibt. Die werden handgenäht mit der tollsten Seide. Da kostet ein Kleid 2.600, auch für die ganz Kleinen. Die gibt's aber nur zu besonderen Anlässen. Heute hat Ivana dafür ein anderes schönes Stück entdeckt. Das finde ich besonders süß. Die Kleinen haben ja auch ein Pelz-Outfit, genau mit demselben Pelz. Deswegen würden mir diese Schuhe sehr gut gefallen. Die haben zwar schon Pelzschuhe zu Hause, aber die sind wirklich süß. Die sind von Fendi, 285, ja, also genauso wie für die Erwachsenen. Der nächste Tag. Wir treffen Ivana bei einem der besten Friseure Wiens wieder. Am Nachmittag sollen das Model und ihre Zwillinge für einen bekannten Lifestyle-Guide fotografiert werden. Die 27-Jährige ist schon eine Stunde früher gekommen. Währenddessen passen Oma und Opa auf die Babys auf. Eine Nanny käme für Ivana niemals in Frage. Ja, meine Eltern, die haben gerade die Mädels zu mir gebracht, weil wir kümmern uns alleine um sie. Das heißt, meine Eltern, ich und mein Gatte. Weil neben all den anderen Annehmlichkeiten, die die Kleinen genießen, ist das auch ein riesengroßer Luxus, dass sich nicht eine Nanny um die Kleinen kümmert, sondern dass sie ganz viel Liebe von der Familie bekommen. Jetzt müssen Baby Ivana und Baby Lana erstmal gestylt werden. Das Styling ist im Preis der Mama inbegriffen. Für die Zwillinge ist es heute das erste Fotoshooting. Letzte Details werden dann beim Mittagessen besprochen. Nikolaus Schrefel, der Herausgeber des Lifestyle Guides, erklärt Ivana, was er von ihr will. Mit Ivana hat er schon häufiger zusammengearbeitet. Das Spektakuläre an diesem Shooting sind die Zwillinge der Luxusmama. Im Kinderbereich haben wir ein Kapitel drin, wo es um Luxus geht, wo kann man gut essen hingehen, wo werden Kinder betreut, wo geht man einkaufen für Kinder. Gestärkt und gestylt kann das Shooting dann beginnen. In einem Wiener Restaurant wartet bereits Fotografin Tina Herzl. Obwohl es für die Zwillinge das erste Mal vor der Kamera ist, sind sie geduldig und lassen alles mit sich machen. Tina Herzl weiß aus Erfahrung, dass trotzdem ein großer Druck auf Luxus-Kiddies lastet. Das ist gar nicht so unrealistisch, dass eben hohe Ansprüche an diese Kinder auch gestellt werden und dass schon auch Erwartungen herrschen. Also es ist sehr schwierig, so viel Geld wie Papi dann zu verdienen. Deswegen ist jetzt auch noch nicht Feierabend für die 9 Monate alten Zwillinge. Schnell werden die Kleinen umgezogen, bevor es mit dem Shooting weitergeht. Auch diesmal tragen die Zwillinge Pelzoutfits im Wert von über 1.000 €. Bis in die Abendstunden wird fotografiert, die Babys haben ihren Spaß. Und schnell wird klar, ob Dior, ob Pelz oder nicht. Wenn Oma Faxen macht, lachen diese Babys, wie alle anderen auch. Die perfekte Jeans, was macht sie aus? Spezielle Einlegepolster für einen knackigen Po oder kommt es doch eher auf den Stoff? Oder eine spezielle Nähtechnik an? Wir wollen es ganz genau wissen und lassen die 3 neuesten...